Wir befinden uns hier in Köln in der Lanxess Arena bei dem Counter-Strike Go Major von Turtle Entertainment im Rahmen der ESL One Series. Das ist eine E-Sport-Veranstaltung, bei der 16 Teams aus der ganzen Welt im Computerspiel Counter-Strike um insgesamt 1 Million US-Dollar Preisgeld spielen. Die Veranstaltung selber ist sehr ähnlich aufgebaut wie eine Sportveranstaltung. Das heißt, es gibt 16 geladene Teams, die erst in einer Gruppenphase darum spielen, welche 8 Teams dann in die Einzelphase und ins Single-K.O. einziehen. Und diese werden dann am Freitag, am Samstag und am Sonntag hier auf der großen Bühne, die man schon im Hintergrund sieht, jeweils Team gegen Team gegeneinander antreten. DLP Motive ist in diesem Fall der technische Dienstleister für Turtle Entertainment. Das heißt, wir sind für alles verantwortlich, was einen Stecker hat in dieser Halle. Ton, Licht, Video, LED und setzen das entsprechend mit unseren Partnern um. Mein Name ist Nidal Echhaus und ich bin Verkaufsleiter bei der Firma Faber Audiovisuals GmbH. Wir sind hier mit dem Bereich Video unterstützend für die Firma DLP und Turtle Entertainment am Start. Unter anderem bringen wir auch die D3 mit und haben da unsere Partnerfirma 10 Feet. Wir stellen hier unter anderem 7 Panasonic-Projektoren, 21.000er, die auf 5 Screens laufen. 80 Quadratmeter G-Lux Lightweight, 10 mm im Kreativbereich und circa 40 Quadratmeter, 2,5 mm, die verschieden eingesetzt sind. Total sind es 14 Screens mit entsprechend Peripherie, Foldsums und Signalverteilung. Three all looks the same. This is an HDSDI input of a matrix. I get 4 feeds from the trucks, and I divide them. Oh, and I have to show the system. Close this drawer. I divide the system into every HDI input I have in the main 4x4 machines and the 2 backup machines. From that machine, I take like 8 outputs, and I divide them over 2 matrices, which will go anywhere to LED sidewalls, projection, mid projection, the finger LEDs as we call it, and part of the set is not even built because we have like 2 4K screens going to on the floor in the player's booth. That's how we get 4 HDSDIs in, and we output like 8 or 9 DVIs, mostly 1080, some 1200. And we also send timecode to lighting and sound to the sound department, of course. That's it, basically, in a nutshell. Wir haben hier auf der Baustelle, das ist ein bisschen im Vergleich zu einer Konzertveranstaltung ein bisschen anders. Wir haben die PA relativ weit hinter auf der Bühne hängen, weil das in das Set-Design quasi hat integriert werden müssen. Die meisten Zuhörer sitzen ja daheim vor dem PC und trotz allem hat man halt einen Kompromiss finden müssen, auch die ca. 15.000 Menschen, die hier in der Halle sitzen, irgendwie glücklich machen zu können. Wir haben gehängt, rechts und links jeweils 16 J8 von D und B. Und dann gibt es an der Tribüne, rechts und links gibt es nochmal 2 E12er als Outfills. Das war es im Großen und Ganzen eigentlich schon an Top-Teile. Also für die große Halle erscheint es doch relativ wenig. Am FOH haben wir eine CL5 stehen, die über Luminex-Switcher an die Bühne verbunden ist, über ein Glasfaserkabel. Da haben wir quasi 3 VLANs aufgemacht, 2 Dante, also wir fahren es redundant. Und dann gibt es quasi noch einen VLAN, was dann die Remote für die PA macht. Und zusätzlich für die Oberränge haben wir dann noch das System vom Haus mit benutzt. Bei dem Subdesign in erster Linie ist das Problem die Bühne. Also die Bühne ist von der Breite her wahrscheinlich so, dass es mit den Platten nicht geht, dass man die symmetrisch bauen kann. Das heißt, unter der Bühne kann man eigentlich nichts wirklich Bus-Array technisch symmetrisch bauen. Vor der Bühne haben wir keinen Platz. Dann kommt noch dazu, dass die so Laufstege haben. Das ist quasi ein U, das vorne an die Bühne angedockt wird. Das heißt, wir haben 2 Laufstege, die das Bass-Design kreuzen würden. Dann neben der Bühne geht es nicht, da gibt es keinen Platz. Also um klassisches Endfire
Array außen zu bauen oder so. Und durch das, dass das U, was vor die Bühne, oder das C, was vor die Bühne gestellt wird, das beinhaltet irgendwie so ein Kunstwerk. Ich weiß nicht, was da reinkommt, aber auf jeden Fall kein Publikum. Das heißt, wir konnten in der Mitte eine starke Bassanhebung ohne Probleme verkraften, weil niemand da steht. Das heißt, kein Publikum kommt zu Schaden. Und somit haben wir durch das, dass wir eine quasi punktförmige Punkten, oder eigentlich ist es eine nierenförmige, eine Niere in der Mitte der Halle, die sich dann schön ausbreitet in die ganze Halle. Durch das, dass wir 4 Stacks hintereinander haben eine sehr große Reichweite. Das heißt, wir kommen auch hinten bis auf den Oberrang wunderbar hoch. Und an der Seite neben der Bühne, wo so Regiezeugs und die Kommentatoren und sowas steht, da haben wir immer noch gut Auslöschung. Also wir stören da niemand. Deshalb kam uns das Bassdesign sehr entgegen, das so zu machen. Und wir haben unten 2 so Tunnel gefunden, in denen wir dann die Stacks hintereinander stellen konnten, sodass es sogar in der Mitte der Halle war. Also da musste man ein bisschen tricksen und ein bisschen hin und her schieben und da geht es um Zentimeter bei den Bühnenplatten. Aber das haben wir glücklicherweise hinbekommen. Und was noch ein weiterer Vorteil war, wir konnten das unabhängig von allem anderen bauen, weil hier spielen so viele Gewerke zusammen. Das sind Videowände, die in Ränge reingefädelt werden und LED-Zeugs, das wirklich lang braucht und Platz auf der Bühne wegnimmt. Und durch das, dass wir unter der Bühne waren, da wo niemand war, konnten wir direkt anfangen bauen und hatten unsere Ruhe und konnten einfach fertig machen und unseren Job durchziehen, was mir zumindest immer sehr entgegenkommt, weil mich das glücklich macht. Ich mache immer ganz schnell fertig und habe dann Zeit, um Probleme zu lösen, wenn sie eventuell auftreten. Und von daher war das eigentlich so auf mehreren Ebenen eine glückliche Fügung, dass das so funktioniert hat. Also mit dem ArrayCalc habe ich tatsächlich zum ersten Mal so ein System überhaupt hindesignt, weil ich habe das mit D&B J-Subs noch gar nie gemacht, weil die haben ja von Haus aus, sind die ja Cardioid und deshalb war das gänzlich was Neues. Aber wir waren dann überrascht, wir haben einfach manuell die Boxen hintereinander geschoben und auf Apply gedrückt und dann sind die Laufzeiten rausgekommen. Das hat in der Simulation gut ausgeschaut und in der Realität ist es nahezu genauso. Und also das war überraschenderweise sehr, sehr befriedigend, was der ArrayCalc da uns ausgerechnet hat. Wir haben dann nachher noch mal ein bisschen rumgespielt, weil wir so durch die Anpassung an die Tops natürlich einen Kompromiss eingehen müssen. Also es gibt, durch das, dass es ja ein Links-Rechts-Top-System ist und die Subs quasi nur in der Mitte, muss man immer einen Kompromiss eingehen in Sachen Phasenangleichung im Crossover-Bereich zwischen Subs und Tops. Da haben wir dann noch ein bisschen hin und her geschoben, ein bisschen gespielt und haben die schlechten Punkte in die Mundlöcher, die wir hier an der Seite haben, verlagert. Das hat komischerweise auch auf Anhieb sehr schnell funktioniert und auch da sind wir sehr glücklich drüber. Klar, es muss auch ein bisschen hell und bunt sein. Wir haben insgesamt etwa 250 Lampen hier verbaut. Das ist eine Mischung. Wir haben Sharpies und Pointies auf der Bühne, sowohl als Floorlamps als auch im Grid hängen. Wir haben eine Handvoll Mac 3, um einfach auch aus großer Höhe ein bisschen was machen zu können, auch so Spielereinläufe zum Beispiel abzufedern. Wir haben Auras, wir haben Quantums. Also entsprechend, ich sag mal, ein buntes Sammelsurium, um einfach jegliche Situation abzudecken, weil auch da habe ich natürlich sehr unterschiedliche Situationen. Ich habe zum einen die Spielsituation, wo ja eher der Fokus auf die Spieler gelenkt werden muss, aber trotzdem ein bisschen nettes Ambient erstrahlen soll. Da arbeiten wir dann sehr viel auch zum Beispiel mit der Hallendecke. Und wir haben natürlich dann die Situation wie Spielereinläufe, wie Siegermomente, wo dann auch ordentlich was passieren muss, wo dann einfach mit Effekten gearbeitet werden kann.